Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen chinesischen Füllfederhalter vorstellen, und zwar den Moonman A1. Der kam hier bei mir an in so einem Beutel, und zwar ist das eine Leihgabe von Andreas. Vielen Dank, Andreas, dass ich den heute hier vorstellen darf. Um es gleich zu sagen, Andreas ist ein Sammler, also keiner, der ein Geschäft hat, der hier irgendwas vorstellen möchte und da hofft, dass er nachher was verkaufen kann. Ich bekomme auch nichts von Andreas dafür und insofern hat er mir den zur Verfügung gestellt, damit ich euch den mal zeigen kann und damit ihr entscheiden könnt, ob das ein Füllfederhalter für euch ist. Ja, wie immer will ich natürlich den Moonman dann so ein bisschen beschreiben, will euch natürlich Maße und Gewicht darstellen. Und dann sage ich euch, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Moonman A1. Und am Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich gebe euch eine Kaufempfehlung oder auch nicht. Schauen wir mal, hier bei Ink Up Your Pen. Ja, in diesem Stoffsäckchen habe ich ihn von Andreas bekommen. So ein samtiger, schwarzer Stoffsack mit einem Kordelzug. Den findet ihr bei einigen chinesischen Herstellern. Wenn die so ein bisschen höherwertigere Füllfederhalter verschicken, dann nehmen die so einen Samtbeutel. Dann nehmen wir den mal raus. Also ist jetzt nichts speziell hier für den Moonman. Das hier also ist der Moonman A1. Und ja, schöner Grünton, sage ich mal. Sieht sehr wertig aus. Liegt auch sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Also ein wirklich schöner Füllfederhalter. Ihr werdet feststellen, oder ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben hier, es ist ein Capless Füllfederhalter, also hier gibt es keine Kappe dazu, sondern ihr drückt hier hinten drauf, kann ich euch mal zeigen, hier hinten auf den Knopf, und dann seht ihr, da kommt vorne die Feder raus. So, zack, wieder zurück. Hört euch das mal an, ich halte es mal gegen das Mikrofon, ich finde, das klingt sehr satt und klingt sehr gut. Habt ihr das gehört? Also ich finde, ist sehr, sehr angenehm. Ja, mir gefällt dieser Grünton, ist so ein Metallic-Grünton. Hier seht ihr mit Moonman beschriftet. Der Füllfederhalter ist recht kräftig. Ich nehme den hier mal so in die Hand. Da seht ihr schon, der ist schon kein kleiner Füllfederhalter. Und ja, also liegt wirklich sehr gut in der Hand, greift sich auch sehr schön. Ich greife den hier oberhalb dieses, ja, wie soll ich sagen, Mundstücks kann man fast sagen, wo die Feder dann nachher rauskommt. Das ist schon sehr angenehm, ihn hier oben zu halten. Ja, gefällt mir sehr gut. Na, schauen wir uns die Teile mal an. Also hier unten ist eine Gesamtmetallkonstruktion. Er ist nachempfunden einem Pilot, und zwar dem Vanishing Point, also das ist auch ein Capless Füllfederhalter. Der kostet ungefähr 250 bis 300 Euro. Und der hier, da hat mir Andreas mitgeteilt, da hat er 29,30 für bezahlt, also ungefähr ein Zehntel. Und dann müssen wir schon mal sagen, okay, schauen wir uns mal den genauer an. Ja, wie gesagt, hier eine Metallkonstruktion, ist aber überhaupt nicht irgendwie rutschig, wenn ich den so in der Hand halte. Der hält sich wirklich, wirklich super. Ist dann hier abgesetzt mit einem Metallring. Und dieser Metallring ist dann auch hier die Trennung. Und da könnt ihr ihn dann nämlich aufschrauben. Und dann nehmen wir mal die ganzen Bestandteile raus. Hier seht ihr schon, da habe ich ein bisschen Tinte drauf, weil ich habe ihn schon befüllt. Ja, mal ein bisschen abputzen nochmal, damit es hier nachher keine Flecken gibt. So. Okay. Also hier der Schaft, beziehungsweise ist ja eigentlich das Griffstück. Das kann man hier nicht mehr trennen. Und ja, sehr gut verarbeitet. Hier habt ihr so eine Aufnahme, wenn ich hier vorne mal euch das zeige. Das ist nämlich, ihr könnt den Konverter mit der Feder nicht irgendwie einsetzen, sondern da gibt es eine ganz bestimmte Variante, den einzusetzen. Und deswegen habt ihr hier an der Konstruktion Konverter mit Feder, habt ihr hier diese Nase, sag ich mal, dieses Metallstück. Und das müsst ihr hier in diese Lücke bringen. Seht ihr das? Ansonsten macht ihr den Füllfederhalter natürlich kaputt und er passt auch nicht. Also da nochmal genau das anschauen. Ja,
Hier, der Konverter ist wie gesagt hier integriert, das ist alles ein Teil. Habe den jetzt auch nicht versucht irgendwie zu zerlegen, sondern habe das einfach mal so hingenommen. Ich weiß nicht, ob man den zum Reinigen zerlegen kann, möglicherweise. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber hier dieses, ich sag mal, Griffstück ist ja alles ganz anders dimensioniert. Das ist schon sehr wertig. Hier hinten nochmal beschrieben mit Moonman. Sieht schon sehr edel aus. Ja, und hier zum Konverter kann man auch relativ wenig sagen. Interessant ist, dass hier die Feder, jetzt muss ich die mal etwas weiter rein fokussieren. Die ist hier mit Moonman gebrandet und extra fein, EF. Also die ist schon sehr fein, sage ich mal. Okay. Die gibt es wohl auch nicht anders. Mal gucken, wie sie sich verhält vom Schreiben her, ob sie sich verhält wie eine extra feine. Andreas hat mir gesagt, das ist eine feine Feder, wenn ich es richtig verstanden habe. Und vielleicht ist sie vom Schriftbild her wie eine feine Feder. Okay. Dann bauen wir das hier, oder legen wir das erstmal hier wieder rein. Ja, dann haben wir hier den eigentlichen Schaft. Der ist ja relativ kurz hier. Hier drin seht ihr die Mechanik. Die seht ihr natürlich jetzt nicht, wenn ich das so mache. So muss ich das halten, genau. Da seht ihr die Mechanik, die notwendig ist, damit dann auch die Feder herauskommt. Hier könnt ihr das so ein bisschen sehen, wie das hier arbeitet. Und das finde ich ganz interessant. Der A1, der Moonman A1, der hat keinen Clip. Und damit er nicht vom Tisch rollt, hat er hier dieses Metallrechteck, sage ich mal. Und ich werde ihn jetzt mal wieder zusammenschrauben und dann könnt ihr mal sehen. Jetzt gucken wir mal, dass das hier alles passt. Genau. So. Und dann könnt ihr mal sehen, nachdem ich das hier wieder ein bisschen fokussiert habe, wenn ich den hier so hinlege, dann rollt der nur bis zu diesem Metallrechteck. Und auf der anderen Seite auch. Also, das dient dazu, weil er auch keinen Clip hat. Natürlich, wenn ich hier jetzt fester anschubse, dann rollt er auch darüber hinaus. Aber er rollt normalerweise mit dieser Methode, sage ich mal, oder mit diesem Teil hier, natürlich euch nicht vom Tisch. Okay, so viel zur Beschreibung des Füllfederhalters. Also ganz ungewöhnlich, sage ich mal. Ich habe bisher noch keinen Capless Füllfederhalter hier vorstellen können. Und insofern ist es natürlich auch so ein bisschen abweichend von dem, was ich bisher so, ich sag mal, an Eckdaten immer mitgegeben habe. Ja, Moonman selber ist ein chinesischer Hersteller gehobener Qualität. Er ist im Vergleich zu anderen chinesischen Herstellern etwas teurer. Ich habe euch ja gesagt, 29,30 war hier der Preis, 29,30 Euro 30 Cent. Und wenn ihr das mit anderen chinesischen Herstellern vergleicht, dann findet ihr da schon deutlich günstigere Füllfederhalter. Insofern Moonman oder Mayon ist, wie gesagt, ein etwas gehobener Hersteller, ist wohl auch noch nicht so alt, aber man findet sehr wenig darüber. Okay, dann machen wir an der Stelle gleich Maße und Gewicht. Der Füllfederhalter wiegt, wie ich ihn hier in der Hand halte, befüllt mit Tinte 30,8 Gramm. Also ist kein Leichtgewicht. Ihr seht, Ganzmetallkonstruktion, sieht wertig aus und fühlt sich auch so an. Und das bringt natürlich auch ein bisschen was auf die Waage. So, und jetzt misst er ohne Kappe. Ist ja ein Capless. Misst er 14 cm. Wenn ihr ihn ausgefahren habt. Also wenn die Feder draußen ist. Und anders als bei Füllfederhalter mit Kappe ist er im geschlossenen Zustand, dadurch, dass hier hinten der Druckknopf so weit raussteht, minimal größer, da misst er nämlich 14,2 cm. Okay, die Tinte, die habt ihr schon gesehen, die hat sie jetzt hier immer mal wieder auf der Feder gefunden und mittlerweile auch an meinen Fingern. Das ist Rohrer und Klingner Smaragdgrün. Okay, so viel zur Beschreibung des Moonman A1. Und Maße und Gewicht haben wir auch gemacht. Und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Der Schreibtest.
Wir haben heute hier vor uns den Moonman oder auch manchmal Mayon genannt. Wobei hier auf diesem Füllfederhalter findet ihr keinen Hinweis Mayon. A1, der ist capless. Glaube, da steht zwar EF drauf auf dieser Feder, aber wenn ich mir das hier so anschaue, würde ich sagen, der tendiert schon eher, so wie ich das auch als Information mitbekommen habe, zu F. Tinte ist Rohrer und Klingner. Smaragdgrün. Und Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, ich glaube, ihr habt schon so ein bisschen was hören können, aber dann könnt ihr jetzt hier beim Schreibtest nochmal genau zuhören. Ich finde nämlich, die Feder, die gibt relativ wenig Feedback. Das Feedback ist sehr angenehm und die ist super weich für eine EF bzw. F-Feder. Ihr habt es gehört. Wunderbar. Also sehr, sehr angenehmes Schreiben. Kann man überhaupt nichts sagen. Ich bin, wie ihr wisst, kein großer Fan von feinen oder extra feinen Federn. Ich versuche sogar mittlere Federn zu vermeiden und gehe eher in Richtung breit oder abgeschrägt. Aber hier muss ich sagen, ein wirklich tolles Schreibgefühl. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mal gucken, ob das hier auch einen Einfluss drauf hat, wenn man den eine Weile hier draußen lässt. Und dann versuchen wir einfach mal schnelles Schreiben und gucken mal, ob er gleich da ist. Ja, sofort da. Ihr seht, hat überhaupt kein Problem, gibt es keine Schwierigkeit. Tintenfluss kommt jederzeit mit. Alles super gut. So, dann werden wir mal gucken, ob der auch verkehrt rumschreibt. Ja. Also das sieht eher aus wie extra fein. Aber ihr habt es gehört, nicht mal das klingt wirklich unangenehm. Ist ein ganz feiner Strich, aber es hat sich weder unangenehm geschrieben, noch fand ich, dass es unangenehm geklungen hat. Also hat mir sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Diese extra feine oder feine Feder. Nee, Variation bekommen wir nicht hin. Haben wir jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Tintenfluss können wir uns hier nochmal anschauen. Ja, wunderbar. Also ist wirklich üppig für eine extra feine Feder oder feine Feder in ihrer Ausprägung hier. Muss man wirklich sagen. Also ein ganz angenehmes Schreiben gewesen. Und dann war es das jetzt hier mit dem Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Moonman A1. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Moonman A1? Ich zeige euch hier nochmal. So sieht er aus. Tolle Farbe, tolle Verarbeitung. Und da sind wir auch schon bei meinem ersten positiven Punkt. Die Farbe finde ich klasse, die ganze Verarbeitung des Füllfederhalters finde ich klasse. Sieht sehr wertig aus, wirkt sehr wertig. Ich mag auch, ich zeige es euch hier nochmal im Mikrofon, dieses satte Klicken beim Ausfahren der Feder. Gefällt mir auch sehr gut. Und ich finde sehr originell, kann man hier nochmal sehen, dieses Rechteck, das quasi den Clip ersetzt. Natürlich nicht in der Funktion des Clips, aber in der Funktion, dass euch der Füllfederhalter nicht vom Tisch rollt.
Also das finde ich sehr angenehm. Die Feder schreibt sich seidenweich, die ist von Moonman gebrandet mit Extrafein. Vom Schriftbild her bin ich bei Andreas, das ist eine feine Feder. Perfekt. Ich habe, glaube ich, keine extra feine Feder oder feine Feder gehabt. Ja, feine vielleicht schon, aber extra fein auf keinen Fall, die so seidenweich schreibt. Absolut angenehm zu schreiben. Und ihr wisst, ich bin wirklich kein großer Fan dieser Federn. Aber Moonman ist schon, was ich vorhin auch sagte, ein Qualitätshersteller und der hat hier eine wunderbare Feder mit dem A1 oder dem A1 hier mitgegeben. Tintenfluss ist auch sehr üppig gewesen, kann man auch nicht meckern, kam auch jederzeit mit, ihr habt es im Schreibtest gesehen. Ja, das waren so die Punkte, die mir sehr gut gefallen haben am Moonman A1. Was hat mir weniger gefallen? Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Auffüllen der Tinte. Vielleicht lag das an mir, das kann ich nicht sagen. Man bekommt nicht so richtig viel Tinte hinein. Ist bei einer extra feinen Feder oder in der Ausprägung fein vielleicht auch nicht so wichtig, weil es geht ja auch nicht so viel über die Feder nach außen. Aber das fand ich irgendwie auffällig, dass da relativ wenig Tinte reingeht. Und mich persönlich stört es nicht, aber der eine oder andere wird sagen, na, der hat keinen Clip. Also insofern will ich es hier nochmal erwähnen. Für mich ist es eher eine interessante, positive Eigenschaft, mal einen Füllfederhalter ohne Clip zu haben, der aber trotzdem so gearbeitet ist, dass er einem nicht vom Tisch rollt. Jetzt habe ich es. Okay, ja. Da ich ihn mir nicht gekauft habe, kann ich euch natürlich auch nicht sagen, ob ich ihn mir wieder kaufen würde. Ich habe ihn ja, wie gesagt, als Leihgabe von Andreas bekommen. Nochmal schönen Dank, Andreas, an dieser Stelle, dafür, dass du mir den Moonman A1 geliehen hast. Ich finde, es ist ein sehr, sehr angenehmer Füllfederhalter. Mich würde einzig und allein die Tatsache abhalten, dass es keine Wahl der Federn gibt, also keine M- oder keine B-Feder, sondern nur fein oder extra fein hier in dieser Konstellation. Und insofern würde ich natürlich auch mir überlegen, ob ich mir den dann zulegen würde. Was die Verarbeitung, was die Wertigkeit betrifft, da bin ich absolut begeistert davon. Also da gibt es eine klare Kaufempfehlung von mir. Und er wird wirklich hochwertig verarbeitet. Da ist nichts scharf, nichts irgendwie, ich sag mal, mit scharfen Graten dran oder irgendwie schlecht verarbeitet. Also wunderbar. Insofern, wer mit der feinen oder extra feinen Feder zurechtkommt, für den ist es eine Kaufempfehlung. Auch 29,30 ist jetzt auch kein Schnäppchenpreis, aber ich glaube, hier bekommt ihr einen richtigen Gegenwert dafür, weil er aus meiner Sicht, ich wiederhole mich jetzt, sehr gut verarbeitet ist. Ja, welchen Eindruck habt ihr von Moonman A1? Schreibt es mir in den Kommentaren. Würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.